Der Begriff Storytelling ist in aller Munde. Aber wie kannst du Storytelling im Videomarketing einsetzen, um deine Botschaften klarer und erfolgreicher zu platzieren? Genau darum geht es in diesem Video. Mein Name ist Alexander Lorenz, ich bin Filmemacher und Gründer der Videoagentur MindNet und gebe dir auf diesem Kanal regelmäßig Tipps und Tricks zum Thema Videomarketing. Wenn dir das Video also gefällt, lass uns unbedingt ein Like und ein Abo da. Storytelling ist mehr als das Erzählen von Geschichten. Der Begriff beschreibt in Marketing und Werbung eine Technik, bei der Geschichten genutzt werden, um Botschaften darin zu verstecken. Damit Storytelling funktioniert, müssen diese Botschaften so deutlich sein, dass man sie nicht missverstehen kann, aber eben versteckt genug, dass sie von deinem Publikum nicht als solche erkannt werden. Um Storytelling in Videos einzusetzen, musst du dir also schon bei der Konzeption eine Geschichte überlegen, die deine Zielgruppe anspricht. Das Ziel ist es schließlich, dass dein Publikum sich mit der Story identifiziert, Interesse an deinem Angebot entwickelt und weitere Handlungen unternimmt, um einen Kauf zu tätigen oder deine Leistungen anderweitig in Anspruch zu nehmen. Doch was genau macht gutes Storytelling aus und wie bekommst du deine Zuschauenden dazu, das zu tun, was du von ihnen möchtest? Marketer verwenden hierfür Storytelling-Techniken bzw. einige Grundprinzipien, die ich dir im Folgenden vorstellen möchte. Charaktere dienen als Identifikationsfiguren und sind die Grundvoraussetzung, um eine Geschichte überhaupt erzählen zu können. Denn ohne Protagonisten wird das Erzählen einer Geschichte ziemlich schwer. Um größtmögliche Identifikation zu ermöglichen, zeichnen sie sich dadurch aus, dass sie Ängste, Unsicherheiten oder Herausforderungen und Ziele mit deinem Publikum teilen. Im Optimalfall denkt sich der Zuschauer zu Beginn des Videos, die Person hat das gleiche Problem wie ich. Oder die Person befindet sich in der gleichen Lebenssituation und wir haben die gleichen Ziele. In der Regel läuft so ein Prozess nicht bewusst ab, führt aber zu einer gewissen Sympathie. Sobald sich dein Publikum mit der Situation der Charaktere identifizieren kann, werden die vorgestellten Produkte oder Angebote, die als Lösung agieren, für sie interessant. Durch den Kauf der Produkte bzw. die Inanspruchnahme des Angebotes ein aktuelles Problem zu lösen. Eines der wichtigsten Ziele eines Marketingvideos ist, dass sich die Zuschauer an das Video erinnern. Denn nur dann können sie zu Kunden und wiederkehrenden Kunden werden. Wir erinnern uns aber besonders dann an Videos, wenn diese Emotionen hervorrufen. Erfolgreiche Marketingvideos wecken bei ihrem Publikum positiv besetzte Emotionen wie Freude, Spaß, Überraschung oder Nostalgie. Wichtig ist es, Spannung und Dramatik aufzubauen, die sich in einem emotionalen Moment entlädt. Wähle einen Protagonisten, mit dem das Publikum sich identifizieren und mitfühlen kann. Über Konflikte und Herausforderungen entsteht eine Geschichte, mit der sich dein Publikum dann identifizieren kann. Cliffhanger, unerwartete Wendungen und überraschende Ereignisse können dein Publikum dann fesseln und ihre Emotionen beeinflussen. Show, don't tell ist eine wichtige Regel im Storytelling, die auch auf Marketingvideos angewendet werden kann. Es bedeutet, dass du deine Zuschauer nicht einfach sagen solltest, dass etwas passiert, sondern ihnen anschaulich zeigen solltest, was passiert. Statt also nur über deine Produkte oder Dienstleistungen zu sprechen, solltest du sie in Aktion zeigen und durch konkrete Beispiele veranschaulichen, wie sie das Leben deiner Kunden verbessern können. Durch das Zeigen anstelle des bloßen Erzählens wird deine Botschaft viel prägnanter und ansprechender vermittelt, da sie unmittelbarer und emotional erfahrbar wird, statt einfach nur behauptet zu sein. In Marketingvideos kannst du das häufig durch Schnittbilder bei gedrehten Videos oder durch das Einbinden von visuellen Elementen wie Bildern und Videos, Animationen oder Grafiken im Fall von animierten Filmen erreichen. Humor kann ein sehr wirkungsvolles Werkzeug sein, um eine Verbindung zu deinem Publikum aufzubauen und deine Botschaften in einem Marketingvideo effektiv zu vermitteln. Im Zusammenhang mit Storytelling kann Humor dazu beitragen, dass die Geschichten lebendiger und interessanter werden, was die Zuschauer mehr einbindet und länger bei der Stange hält. Aber setze Humor immer gezielt und sorgfältig ein. Humor muss zum Thema und zur Botschaft deines Videos passen und nicht auf Kosten anderer gehen. Humor sollte deine Botschaft nicht verwässern oder von ihr ablenken, sondern dazu beitragen, dass sie besser verstanden und leichter erinnert wird. Grundsätzlich ist das Problem bei Humor auch, dass nicht jeder den gleichen hat und manche einfach deinen Scherz nicht verstehen. Ein verbales Augenzwinkern, ein gut platzierter Scherz oder eine witzige Szene können darüber hinaus dazu beitragen, eine emotionale Bindung zu deinem Publikum aufzubauen. Egal ob es ein witziger Akzent, eine Filmparodie oder ein lustiger Alltagsmoment ist, in dem dein Video zu völlig unerwartetem Einsatz kommt, solche kleinen, scherzigen Momente bleiben oft gut in Erinnerung.
Der Call to Action ist die Aufforderung an dein Publikum, eine bestimmte Aktion durchzuführen. Er sollte klar und deutlich formuliert sein, damit Zuschauer wissen, was sie tun sollen. Beispiele für typische Calls to Action sind das Abonnieren eines Newsletters, das Ausfüllen eines Formulars, der Kauf eines Produktes oder das Teilen eines Videos auf Social-Media-Plattformen. So wie die Botschaft des Calls to Action sich unterscheiden kann, gibt es auch unterschiedliche Stellen, an denen du ihn einsetzen kannst. Am weitaus häufigsten aber steht der CTA, wie eine häufig verwendete Abkürzung für den Call to Action lautet, aber ganz am Ende deines Videos, nachdem dein Publikum emotional berührt und informiert wurde. Wie beim ganzen Thema Storytelling im Marketing auch, ist die Herausforderung beim Call to Action, ihn so zu integrieren, dass er nicht aufdringlich oder manipulativ wirkt. Das Ziel sollte sein, den Zuschauer zu motivieren, von sich aus aktiv zu werden und die gewünschte Aktion durchzuführen. Trotzdem darf er auch nicht zu schwach sein. Wenn dein Publikum am Ende nicht weiß, was du von ihm willst, wird dein Video nicht die gewünschte Wirkung erzeugen. Gerne unterschätzt die Verwendung der Soundspur in Videos. Hier besteht häufig großes Potenzial, die Storywirkung deines Videos subtil zu beeinflussen. Sehr häufig verfügen Marketingvideos über gesprochene Sprache. Dabei fällt es sehr leicht, sich vorzustellen, welchen Unterschied es macht, ob dein Sprecher gelangweilt oder stotternd spricht oder ob er voller Emotionen und flüssig die Vorzüge deines Produkts präsentiert. Etwas weniger offensichtlich ist der Einsatz von Musik, die ganz erheblich die Stimmung beeinflussen kann, ohne dass es dem Publikum vordergründig auffällt. Wie du bei der Musiksuche vorgehen kannst, wenn du kostenlose oder günstige Quellen dafür suchst, kannst du übrigens auch im hier verlinkten Video nachschauen. Zu guter Letzt gibt es aber auch noch Soundeffekte, die Filme nicht nur lebendiger machen, sondern auch ganz subtil Spannung oder komische Momente erzeugen können. Grundsätzlich kann ich dir nur empfehlen, mit der Tonspur zu experimentieren und Sound für dein Video einzusetzen. Natürlich wird aus Charakteren, Emotionen, einem guten Call to Action und Sound noch keine gute Story. Selbst wenn du darauf achtest, Dinge zu zeigen und nicht nur zu behaupten. Deshalb möchte ich dir jetzt noch ein bewährtes Schema mit auf den Weg geben, nach dem Marketingvideos aufgebaut sind. Erstens die Einleitung. Gerade in sozialen Medien entscheiden die ersten Sekunden, ob dein Publikum dranbleibt. Ein kurzer Clip, der die Aufmerksamkeit des Zuschauers auf das Video lenkt und ihn neugierig macht, hilft dabei. Zweitens die Charaktereinführung. Der Charakter wird eingeführt, mit dem sich deine Zuschauer identifizieren sollen und seine Ziele und Herausforderungen, mit denen er sich in diesem Film auseinanderzusetzen hat. Drittens die Problembeschreibung. Da Produkte und Dienstleistungen immer einen Nutzen haben sollten, gibt es auch ein Problem, das sie lösen. Zeige also eine kurze Beschreibung des Problems oder der Herausforderung, mit der sich deine Zuschauer wiederum identifizieren können. Viertens die Produktpräsentation. Jetzt folgt die Präsentation des Produktes oder der Dienstleistung, die das Problem lösen. Hierbei werden die wichtigsten Funktionen und Vorteile des Produktes hervorgehoben. Fünftens, eine dramatische Handlung. Wenn man so will, die eigentliche Geschichte, in der gezeigt wird, wie genau der Charakter das Produkt oder die Dienstleistung verwendet, um seine Herausforderung zu lösen. Sechstens, die emotionale Botschaft. Sie zeigt, wie das Produkt oder die Dienstleistung das Leben des Charakters über die Lösung seines Problems hinaus verbessert haben. Der Call to Action zu guter Letzt an Nummer 7. Ganz zum Schluss eines Videos erfolgt ein Aufruf zum Handeln, der dem Zuschauer sagt, was er tun soll, um das Produkt oder die Dienstleistung zu erhalten. Nach einem ganz ähnlichen Muster ist übrigens auch unsere Erklärvideo-Drehbuchvorlage aufgebaut, die du im hier verlinkten Video herunterladen kannst. Mit einer guten Story kann man fast alles verkaufen. Für ein Video ist dabei, wie so oft, das Konzept entscheidend. Ich hoffe, ich konnte dir mit dem Input aus diesem Video ein paar Impulse mitgeben für deinen nächsten Film. Und einen Tipp habe ich auch noch für dich. Wenn du direkt loslegen willst und nach einer Inspiration für deine Geschichte suchst, stell dir einen Vertreter oder eine Vertreterin deiner Zielgruppe vor und frage dich, welche Abenteuer sie mit deinem Produkt erleben könnten. Sammle die Ideen ungefähr in einem Brainstorming und sortiere erst danach, welche Elemente in deiner Geschichte Verwendung finden könnten. Oft kann sich von so einem ersten Gedanken aus eine ganze Geschichte entspinnen. Wenn du in Zukunft die Produktion von Videos planst und dazu Background-Infos und inspirierende Inhalte sehen möchtest, lass uns deinen Daumen und dein Abo genau hier. Wir sehen uns dann im nächsten Video von MindNet. Mit Videos mehr erreichen.